Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Und bevor es heute losgeht, zwei kurze Dinge für euch. Erstens, vielen krassen Dank für euren Mega-Support auf den letzten Videos. Die ganzen Kommentare, Likes, ihr teilt das Ganze ohne Ende. Vielen, vielen Dank dafür, absolute Ehre. Ich weiß es wirklich zu schätzen und ihr dürft euch sicher sein, dass ich weiterhin für Battlefield 2042 und vor allem für euch durchziehe und ihr noch jede Menge weitere nützliche Guides, Tipps und Tricks auf diesem Channel sehen werdet. Punkt 2. Meine Discord-Mods haben mich ein bisschen gerügt, weil ich zu wenig Werbung für unseren Discord-Server gemacht habe, scheinbar. Und deswegen kommt es heute mal am Anfang des Videos. Also, wenn ihr eine entspannte Community, neue Spieler zum gemeinsamen Zocken oder ganz einfach Daily Austausch, Battlefield News, etc. sucht, dann schaut gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Link ist auch in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's aber los mit dem heutigen Video, und zwar, über was möchte ich mit euch sprechen, ist relativ einfach und auch relativ kurz zusammengefasst. Es geht natürlich um Battlefield 2042 und meine Erfahrung aus den ersten 3 Tagen Early Access. Also, ich habe den Ersteindruck einfach mal geskippt, ja, weil da ist man natürlich ein bisschen hyped oder frustriert oder whatever. Nein, ich erlaube mir jetzt nach 3 Tagen Early Access, dass ich ein erstes Fazit ziehen möchte, euch mal ein paar gute Dinge und ein paar schlechte Dinge, was hat mir nicht gefallen und so weiter, und vor allem auch, welche Dinge spielen jetzt vielleicht noch gar keine Rolle in dieser frühen Phase des Games. Das möchte ich euch an die Hand geben und natürlich letzten Endes eine derzeitige Kaufempfehlung. Ja? Sowohl für Early Access als auch natürlich für den Main Release am 19.11. Da geht es nämlich auch für alle anderen los. So, also wollen wir mal mit dem Positiven anfangen. Es macht natürlich Spaß. Ja, es ist ein neues Battlefield, wir haben neue Waffen, wir haben wieder Helis im Game, also all das, was auch ich mir dann doch gewünscht habe. Wir haben das alles im Spiel. Wir können ausprobieren, wir können testen, wir können in Portal-Modus das erste Mal reinschnuppern. Wir haben in Hazard Zone reingeschnuppert. Also es macht auf jeden Fall erstmal Spaß. Das muss man allen voran ganz einfach mal sagen. Das Movement fühlt sich gut an, auch wenn ich finde, es ist natürlich jetzt im Verhältnis zum Vorgängerteil jetzt noch nicht so tiefgehend. Also wir haben einen Front Slide, wir haben einen leichten seitlichen Slide. Gegenüber der Beta-Phase ist das Sliden auch reduziert worden. Also wir sliden jetzt nicht mehr ganz so weit. Es gibt nach wie vor keinen Backslide, es gibt kein Leanen. Auch das Eisskaten ist noch ein bisschen im Spiel, aber jetzt auch nicht so stark, wie es davor in Battlefield 5 zum Beispiel war. Also Movement trotzdem für mich relativ gut, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Die Waffen und das Gunplay fühlt sich definitiv gut an, auch wenn man einfach sagen muss, dass das Ganze noch nicht wirklich gut funktioniert, weil die Hit Registration einfach absoluter Müll im Moment noch ist. Da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Positiv für mich auf jeden Fall auch noch die Sichtbarkeit der Gegner, also durch diese zusätzliche Leuchte, mit der die rumlaufen, hat man das auf jeden Fall relativ gut gelöst. Also man findet sie, auch das Soundsystem der Schritte ist definitiv da. Das Einzige, was man dazu vielleicht noch sagen müsste, ist, dass die Unterscheidung, ist es jetzt ein Freund oder ein Feind, anhand der Schritte nicht so wirklich möglich ist. Also da sollte man vielleicht nochmal eine Abstufung vornehmen zum Day One Patch, aber auf jeden Fall schon mal um Welten besser als noch in der Beta-Phase. Ganz allgemein, bevor wir jetzt zu den negativen Punkten kommen, ein paar Worte zur Balance, weil ich sehr viele Kommentare lese zu Waffenbalance, Flugzeug, Fahrzeugbalance und so weiter, möchte ich dazu einfach mal Folgendes sagen. Grundsätzlich sind Fahr- und Flugzeuge haben immer einen relativ großen Einfluss auf die Balance des Gesamtspiels. Jetzt muss man aber einfach sagen, wir stehen alle noch am Anfang, und wenn jetzt ein ehemaliger Battlefield 4 Pro Pilot euch am Boden hier mehrfach zu Boden schnetzelt, dann ist natürlich der erste Impuls, Helis sind OP. Es gibt aber Gegenmaßnahmen gegen den Heli, und wenn ihr koordiniert gegen einen Heli vorgeht, zum Beispiel ihr hackt den Heli mit RAW, also verhindert, dass er seine Täuschkörper abfeuern kann, und geht mit 2 AAs drauf, dann, egal wie gut der Pilot ist, dann ist der Heli relativ schnell unten. Natürlich sind diese Helis auch sehr, sehr stark, keine Frage, aber dafür gibt es ja natürlich auch nicht so viele auf der Map. Grundsätzlich möchte ich zum Thema Balancing geht auch Richtung Waffen, weil aktuell ist ja die PP29 zum Beispiel die Meta-Waffe, und das liegt halt größtenteils daran, weil die Hit Registration bei der Waffe gefühlt einfach besser ist als bei allen anderen Waffen und nicht, weil sie die beste Waffe im
Spiel ist. Also da wird es auch in Zukunft bessere Waffen geben. Im Moment funktioniert die halt am besten, aber das liegt auch einfach sehr viel an der Performance von dem Gesamtspiel. Und als abschließende Säule für die ganze OP-Diskussion nehmen wir auch nochmal die Spezialisten mit rein. Und da muss man auch einfach sagen, jetzt nach 3 Tagen Spielzeit gibt es sehr gute Spezialisten und gute Spezialisten. Alle haben irgendwie ihre Eigenschaften, aber die sind auch auf eine gewisse Distance dann reduziert. Von daher kann man jetzt auch nicht so wirklich von OP sprechen. McKay sticht mit Sicherheit hinaus, weil er einfach movementtechnisch da als einziger diese dritte Ebene mit reinpacken kann. Aber auch Mrs. Wingsuit ist absolut hilfreich, gerade auf diesen großen Maps, dass man etwas schneller auch zu Fuß von A nach B kommt. Also alle haben ihre Funktion und auch ihre Daseinsberechtigung. Bevor wir jetzt zum Thema Wallhack und so weiter kommen, auch das ist limitiert. Würde ich jetzt aktuell noch nicht so kritisch sehen. Das muss man dann wirklich mal im Final Game, und es ist witzig, dass ich das an der Stelle sage, weil wir haben ja eigentlich ein final releasedes Spiel mit Early Access bekommen, aber für mich ist es noch kein fertiges Spiel, weil es fühlt sich absolut nicht nach einem fertigen Spiel an. Nichtsdestotrotz, das sind auf jeden Fall alles 3 sind Themen, die kann man gut in den Griff bekommen und die kann man meiner Meinung nach auch gut balancen. Da habe ich gar nicht so die Sorge davor. Anders sieht es halt natürlich mit den ganz üblichen Battlefield-Bugs aus. Also egal, ob es Kanten sind, ob es Ecken sind, ob ihr euch in euren Mate rein glitscht, ob auf einmal euer Bildschirm komplett zum Laggen anfängt, weil ihr zu nah an eurem Mate vorbeigegangen seid oder im Panzer die Turbo-Taste am falschen Punkt der Map gedrückt habt und auf einmal, ja, ihr habt dann minus 15 FPS, zumindest bewegt sich euer Panzer so. Ja, es ist halt leider Battlefield typisch und es ist leider auch irgendwie im derzeitigen oder im heutigen Zeitgeist, dass man scheinbar nur noch unfertige Spiele rausbringt und dann nach und nach alles nachpatcht. Aber da muss man mal ganz ehrlich sein und jetzt ohne Rant, ohne Wut, ohne irgendwas. Wir, die den Early Access bezahlt haben halt auch einfach 20, 30 Euro mehr bezahlt, um diesen Early Access zu bekommen. Und dafür kann man eine Woche früher mit ganz, ganz vielen Fehlern das Ganze halt spielen. Ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen, kann sich jeder sein eigenes Bild dazu denken. In Summe finde ich das einfach nicht in Ordnung. Spawns sind teilweise random, also du kannst sehr gerne auf einer Flagge spawnen und direkt neben dem gegnerischen Panzer ist auf jeden Fall möglich. Die Kartengröße ist für mich immer wieder ein Thema. Ich bin auch der absoluten Meinung, dass insbesondere die 128 Spieler, die wir jetzt haben, mit das Main-Problem ist, warum wir diese ganzen Performance-Probleme aktuell noch haben, weil der Scale, der ist halt einfach wirklich, wirklich krass und das muss man erstmal in den Griff bekommen. Bei 64 Spielern wäre es, denke ich, nicht so extrem geworden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auf jeden Fall mal damit leben. Die Kill Registration ist, wie gesagt, absoluter Müll im Moment. Also die Hitbox der Gegner, wo man trifft, wie man trifft. Es ist absolut random. Man hat auch irgendwie das Gefühl, von Waffe zu Waffe wird es schlechter. Da nochmal die Brücke zur PP29, die scheint da einfach ein bisschen besser zu funktionieren. Performance im Allgemeinen, egal ob es Server oder Netcode, also natürlich auch wieder das Typische im Netcode. Wir laufen um die Ecke, 5 Minuten später sterben wir. Trotzdem, irgendwo passt da was nicht. Entweder ist es die Latenz oder der Ping oder whatever. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist da eine Disbalance in jedem Fall da. Und wir haben auch nochmal das Thema oder dadurch ein verstärktes Thema auf die Distance Kills, weil auch das liest man immer wieder in den Kommentaren, dass man eben auf die Entfernung gar nichts trifft. Das hat natürlich auch mit der Hit Registration zu tun und natürlich auch, dass man die Waffen in Battlefield 2042 jetzt wieder ein bisschen anders nutzen muss. Also das sind keine Laserbeams, wo ich im Dauerfeuer quer über die Map holzen kann und dann trotzdem noch alles treffe, sondern man muss da schon etwas mit Tapfires oder auch Crouchfires arbeiten. Trotzdem merke auch ich oder viele ganz einfach, dass auf Distance da nicht so viel funktioniert im Moment. Und das gilt nicht nur für PC, wo das Ganze auch zu fixen ist, sondern eben auch für die Konsolen. Könnt mir ja gerne an der Stelle nochmal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare packen. Und damit kommen wir auch zum Fazit des heutigen Videos. Würde ich euch den Kauf im Early Access empfehlen? Absolut nein. Spart euch die Kohle. Erstens sind es jetzt nur noch ein paar Tage. Die könnt ihr easy abwarten, um das Game zu holen. Aber jetzt komme ich zu Punkt 2. Solltet ihr euch das Spiel am 19. holen? Sage ich auch nein.
Warum? Weil wir noch nicht wissen, wann kommt der Day One Patch, kommt er überhaupt, beziehungsweise wie lange müsst ihr mit diesen Bugs leben, oder werden die erst, nachdem wir jetzt in der Pre-Season sind und die erste Season erst am 1.1.22 dann losgehen wird, müssen wir bis dahin damit leben und gibt es keine Fixes. Wir wissen es nicht, weil es natürlich wie immer derzeit noch keine Informationen dazu seitens DICE und EA gibt, und dementsprechend würde ich einfach sagen, spart euer Geld, wartet auf das Weihnachtsgeschäft, vielleicht gibt es da nochmal einen dicken Rabatt, und auf der anderen Seite bin ich auch kein Freund davon, solche Games zu supporten, wenn sie noch in so einer Early Access Phase sind. Und das sage ich als absoluter Battlefield-Fan, und bevor jetzt wieder der Hate in den Comments losgeht, der bis zum Schluss Battlefield 5, das jeder tot gehatet hat, supportet hat. Also bitte, ich achte nur auf euch, auf euren Geldbeutel. Wenn ihr natürlich trotzdem bereit seid, das Geld jetzt schon auszugeben, dann macht das, ist eure Entscheidung. Nur meine Empfehlung an der Stelle. Und damit bin ich für heute erstmal raus. Wie immer, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Bis dahin, euer A-Team.